Die Räume waren mit glatten rosa- und mintfarbenen Fliesen ausgestattet. In jedem Zimmer gab es eine andere Farbe, mit Ornamenten verziert. Sogar an den Wänden befanden sich Kacheln. Ich hörte, dass dadurch die Räume so schön kühl bleiben und dass man sie einfacher reinigen konnte. Also das sah aus wie in einem Badezimmer. Eine der Araberinnen, eine gebildete Lehrerin, natürlich an einer Mädchenschule, denn Frauen in Saudi-Arabien dürfen keinen Beruf ausüben, erklärte mir, dass die Böden und Wände einfach mit einem Wasserschlauch abzuspritzen seien und dass sie die Teppiche mit einem Reisigbesen reinigen würden. Die Räume wirkten auf mich sehr steril. Es gab keine Dekoration, keine Bilder, nur ein großes Foto in einem verschnörkelten Rahmen vom König, den sie den Wüstenkönig nannten, weil er so oft bei den Beduinen übernachtete und die Wüste so sehr liebte. Ich erfuhr, dass sein jüngerer Bruder, der Kronprinz, im Grunde genommen regierte, während sich der König mehr für die neuen Bewässerungssysteme in der Wüste interessierte. Die Kinder sprangen um uns herum, aber die Mädchen galten nicht als was Besonderes. Aber die kleinen Jungen, die wurden wie Prinzen behandelt und konnten sich alles erlauben. An diesem Abend lernte ich einiges über die Verhältnisse in den Familien in Saudi-Arabien. Also die Frauen kochten, natürlich die Männer nicht. Einen am Kochherd stehenden Saudi, der für seine Familie das Essen zubereitet. Undenkbar. Die Frauen saßen auch anschließend nicht mit ihnen zusammen beim Essen, sondern die Männer aßen zuerst und unter sich. Und die Frauen bekamen nur das, was übrig bleibt. Die Lehrerin sagte aber, dass sie sich vorher die besten Sachen heraussuchen und beiseite legen. Als sie das sagte, lachten sich die Frauen kaputt und klatschten in die Hände und nickten mit dem Kopf dazu. Scheinbar hatten sich die Frauen, auch wenn sie nicht Auto fahren durften, keinen Beruf ausüben, keine Geschäfte betreiben, ja, die durften noch nicht mal eine Erbschaft entgegennehmen, irgendwie arrangiert und hatten einen Weg gefunden, sich ihr Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Übrigens setzten sich 2012 das erste Mal mehrere Frauen ans Steuer und fuhren im Auto durch Saudi-Arabien. Erst seit 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren. Und seit 2019 dürfen sie auch alleine, ohne eine männliche Begleitung, reisen. Ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, diese Trennung von häuslichem und öffentlichem Leben in einem strenggläubigen arabischen Land, wo Frauen nicht aktiv daran teilnehmen dürfen. Außerdem wusste ich, dass diese Regeln im Koran überhaupt nicht vorgeschrieben sind. Also ich verabschiedete mich sehr ungern am späten Abend von meinen neu gewonnenen Freundinnen. Sie brachten mich zum Ausgang, verschleierten sich und öffneten die Tür erst, als nur noch Augen, Hände und Schuhe zu sehen waren. Frank wartete schon am Auto auf mich. Auf der Heimfahrt redete ich wie ein Wasserfall über meine Eindrücke. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.